Our next speaker is Ana Duarte. Thanks for being with us. It's our pleasure. Anna is Policy Officer at the European Commission, at the Directorate for General. Ach ja, genau. Unsere nächste Rednerin ist Ana Duarte. Ana Duarte ist Referentin der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission und arbeitet im Bereich Gesundheitsrecht und Politik. Sie hat einen Hintergrund in pharmazeutischen Wissenschaften und öffentlicher Gesundheit. Anna ist zuständig für E-Zigaretten sowie für neue Tabak- und Nikotinprodukte. Anna, vielen Dank, dass Sie hier sind und Sie haben das Wort. Thank you very much. I would like to Ja, vielen herzlichen Dank natürlich auch für die Einladung, hier vom BfR heute dabei zu sein. Vielen Dank für die warmen Willkommensgrüße von Frau Schwertler und natürlich auch die Einführung von Frau Pieper. Ich möchte jetzt direkt auch in die Präsentation einsteigen. Wir sprechen ein wenig über den Kontext der E-Zigaretten im Rahmen der EU-Tabakbekämpfung. Wenn wir über elektronische Zigaretten sprechen, sind die Daten aus dem Eurobarometer so weit aussagekräftig, insofern, dass sie sagen, dass mehr als 10% der EU-Bürger haben E-Zigaretten zwar zumindest einmal ausprobiert oder verwenden sie täglich. Wir wissen, dass die Zahlen eher höher liegen. Leider erfasst das Eurobarometer diese statistisch signifikanten Daten in dieser Form nicht. Deswegen kann ich sie heute ja nicht vorstellen, aber wir gehen eher davon aus, dass man diese Nutzerzahlen verdoppeln kann. Hier sehen wir die Daten aus den einzelnen Ländern der EU. Durchschnittlich sind die Daten folgende. Deutschland liegt relativ nah an diesem Durchschnitt, 2–3% Abweichung bezüglich der Häufigkeit der Nutzung der E-Zigarette. Deutschland ist also durchaus dem Durchschnitt zu verorten und ich würde Ihnen gerne noch ein wenig Informationen geben zum Plan der EU zur Krebsbekämpfung. Er wurde im Jahr 2021 veröffentlicht und da geht es um eine tabakfreie Generation in der EU. Das Ziel ist, bis zum Jahr 2040 weniger als 5% der Bevölkerung dass weniger als 5% der Bevölkerung Tabakkonsumenten sind. Heute sind es 25%, also im Jahr 2021. Dazu gehören verschiedene Initiativen, also die Richtlinie über Tabakerzeugnisse, die Richtlinie über die Besteuerung von Tabakwaren, aber auch andere Initiativen, die empfohlen wurden vom Rat über rauchfreie Zonen und so weiter. Hier unten in Gelb sehen Sie, dass wir versuchen, die Verpackungswerbung abzuschaffen und ein vollständiges Verbot von Aromen durchzusetzen. Diese sind bereits in selbstrollbarem Tabak und Industriezigaretten verboten, aber das ist natürlich noch ein Problem in anderen Produkten. Weiterhin möchten wir die Bewertung der Inhaltsstoffe verbessern auf EU-Ebene und da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Initiativen. Hier sehen Sie kurz einen Überblick der Beschreibung, der Plan zur Krebsbekämpfung, den Fahrplan. Wir sehen, dass wir hier mit einer Auswertung der derzeitigen Richtlinie angefangen haben. Wir wollen schauen, ob diese tatsächlich eine Auswirkung hat. Dann gibt es eine Folgenabschätzung und dann möglicherweise einen Vorschlag durch den Europäischen Rat. Das ist also ein sehr ehrgeiziger Plan. Bis 2040 soll diese Reduzierung also durch sein und die Richtlinie noch einmal überprüft werden. Hier sehen wir auch noch mal die anderen Initiativen und den Fahrplan bezüglich der Besteuerung von Tabak. Sehen wir, dass die grenzüberschreitende Handel und die rauchfreien Zonen noch ehrgeizigere Ziele sich gesteckt haben und da sollte es auch schon einige Initiativen geben, die bis zum Jahr 2022 bereits abgeschlossen sind. Hier sehen Sie andere Aktivitäten und Tätigkeiten, das können Sie sich nachher in Ruhe anschauen. Bezüglich der Richtlinie über Tabakerzeugnisse, das ist die Regelung für Tabakerzeugnisse auf EU-Ebene. Das
schließt auch andere Produkte ein, wie die E-Zigarette oder Kräuterprodukte. Und es gab einen Bericht über diese Richtlinie. Wir wurden also dazu angehalten, einen Bericht zu veröffentlichen. Und für E-Zigaretten und Nachfüllbehälter haben wir Analysen angestellt zum Verwendungsmuster. Deswegen habe ich Ihnen zu Beginn auch die Ergebnisse des Eurobarometers gezeigt, die Rolle dieser Produkte bei der Aufnahme des Konsums solcher Produkte, die Auswirkungen zur Raucherentwöhnung und so weiter. Und rechts sehen Sie noch einmal den Inhalt, der diesen Bericht unterstützt hat, Begleitstudien über die Präferenzen von Verbrauchern zu Prävalenz und auch die verschiedenen Arbeiten, die die Mitgliedstaaten ausgeführt haben, um den Tabakkonsum einzudämmen. Der Artikel 20 regelt die Verwendung von E-Zigaretten in der Richtlinie. Hier sehen Sie die Ergebnisse des Berichts. Wir sind also der Meinung, dass Aromen einen starken Einfluss auf die Nutzung haben. Außerdem wird die Wahrnehmung von Schäden verringert. Und die Mitgliedstaaten verbieten zunehmend Aromastoffe für E-Zigaretten. Es gibt also schon einige Mitgliedstaaten, die die Aromastoffe für E-Zigaretten bereits verboten haben. Später spreche ich auch noch einmal darüber, dass es durchaus Gesundheitsrisiken gibt im Zusammenhang mit E-Zigaretten, auch ein Suchtpotenzial von Nikotin und andere Probleme, die mit den Emissionen dieser Produkte in Verbindung stehen. Und bezüglich der Ergebnisse möglicher Anpassungen sagt der Bericht, dass wir unbedingt auch Anforderungen brauchen auf die Größe des Tankbehälters, der Aromastätte, der Liquids und Werbemittel müssten mit in die Richtlinie aufgenommen oder weiterentwickelt werden. Und der Bericht schließt mit dem Satz ab, dass sofern E-Zigaretten als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung angeboten werden, sollte ihre Regulierung den Arzneimittelvorschriften folgen. Dann haben wir hier das wissenschaftliche Gutachten zu E-Zigaretten. Das ist die Grundlage oder einer der Grundlagen für unseren Bericht. Und das unterstützt auch die Kommission zu ihrer Entscheidung bezüglich der Risikobeurteilung. Aber nicht nur dieses wissenschaftliche Gutachten, sondern auch viele andere. Während des Auswertungsprozesses werden wir sicherlich auch andere Quellen heranziehen. Aber bis jetzt haben wir das Gutachten des unabhängigen wissenschaftlichen Ausschusses SHARE, die uns dort Orientierung gegeben haben. Die Ziele der Stellungnahme war es, über die Gesundheitsrisiken zu sprechen, über die Rolle als Eintrittspforte und über ihre Auswirkungen für die Gesellschaft. Auch hier müsste man kurz einmal über die Methodik sprechen. Welche Artikel wurden hier verwendet? Also zunächst Review-Articles, also Übersichtsartikel. Das sind unsere Erstquellen. Wir haben also nicht verschiedene Primärquellen. Diese wurden herangezogen vom Zeitraum 2015 bis April 2019. Vielleicht kurz eine Beschreibung, dass wir die Gewichtung der Evidenz uns angeschaut haben und nicht die Maßkraft der Daten. Denn oft hat man die gesamte Evidenz herangezogen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es gewichtet mit dem Ergebnis, der von der Kommission im Bericht auch verwendet wird. Für die Nutzer von E-Zigaretten gab es durchaus das Ergebnis, dass weniger Gesundheitsrisiken gibt. Aldehyde, Nikotin und so weiter sind reduziert. Auch die langfristigen systemischen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System sind mäßig. Es gibt also einige Evidenz und dann auch bezüglich des Risikos der Karzinogenität der Atemwege. Da haben wir eine schwache bis mäßige Datenlage, aber der Ausschuss hat dies als gering bezeichnet.
Weiterhin gibt es das Risiko der Vergiftung, wie es zuvor schon aus der Giftnotrufzentrale dargelegt wurde. Und dann haben wir natürlich auch ein Verbrennungs- und Explosionsrisiko durch diese verschiedenen Geräte. Es geht also nicht nur um die um das Vergiftungspotenzial. Wir haben recht wenige Daten zu Lungenerkrankungen, reproduktionstoxische Wirkungen. Die Evidenz und die Beweisstärke war relativ schwach und es gab keine konkreten Daten, die die Aromen betreffen. Aber hier berichtet der Ausschuss, dass wir da wenig Daten zur Verfügung haben. Also die meisten Datenbanken oder die meisten Aromen werden von der FDA als sicher anerkannt, aber es gibt recht wenig Informationen zu ihrer Toxizität nach Inhalation. Das ist ja der Hauptexpositionsweg für E-Zigaretten. Für Passivexposition auch hier sollen die Empfehlungen aktualisiert werden, um erhitzte Tabakprodukte oder Tabakerzeugnisse mit einzuschließen und auch die Liquids. Das ist also wichtige Information, die wir hier auch heranziehen möchten. Auch hier fanden wir ein mäßiges Risiko für eine lokale Reizung der Atemwege und eine schwache bis moderate systemische kardiovaskuläre Wirkung und schwache bis mäßige karzinogene Wirkung. Eines der Probleme hier ist, dass wir tatsächlich keine Evidenz haben für bestimmte Kohorten von Heranwachsenden und Kindern. Das sind die Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich vulnerabel sind, die diesen Emissionen ausgesetzt sind als Passivraucher sozusagen. Und oft kann man sich diesen Umgebungen nicht entziehen, wenn das im elterlichen Haus ist zum Beispiel. Und es gibt keine Evidenz und keine Datenbank, die diesen besonderen Umstand Rechnung tragen. Zumindest nicht bezüglich der Beweisstärke, die wir brauchen. Bezüglich der Raucherentwöhnung und der Rolle der E-Zigarette dabei. Die Evidenz unterstützt nicht die Rolle der E-Zigarette bei der Raucherentwöhnung, aber das könnte auch an fehlende Evidenz liegen. Wir haben recht wenige Studien zu diesem Thema durchgeführt. Es gibt wenig Ereignisse und das Konfidenzintervall dieser existierenden Studien ist nicht ausreichend, um dies zu belegen. Das bedeutet nicht, dass sich das zukünftig nicht ändern wird, aber derzeit ist das die Datenlage. Auch der Einstieg mit E-Zigaretten, da gibt es mäßige Belege für die Nutzung junger Menschen. Und Nikotin wird auch mit an der Suchtentwicklung als beteiligt betrachtet. Wir haben also einen stark abhängig machenden Stoff mit dieser Attraktivität des Produktes. Und das ist natürlich ein gutes Rezept, um das diesen Bevölkerungsgruppen gegenüber attraktiv zu machen. Und das ist also die letzte Folie. Hierbei möchte ich noch einmal auf das Thema der öffentlichen Gesundheit eingehen. Hier müssen wir schauen, dass die meisten dieser Themen mit den Chemikalien in Verbindung treten, die im Aerosol enthalten sind. Das sind verschiedene Quellen, also einmal die E-Liquids selbst, es können aber auch Produkte oder Substanzen entstehen durch chemische Reaktionen oder thermische Zersetzung. Aber als dritten Punkt haben wir dann immer noch die Größe des Gerätes, die Einstellungen des Dampfgerätes. Es kann also durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen, je nachdem, welches Gerät mit welcher Reaktion, welche Produkte verwendet wurden. Die Tabakerzeugnisrichtlinie geht nicht so sehr in diese Gefahreneinstufung ein, in die CLP, Classification, Labeling and Packaging. Es geht also nicht nur um die Tabakkontrolle, das betrifft auch andere Bereiche. Dann sind wir natürlich alle einfach Menschen. Es besteht immer noch das Problem des menschlichen Fehlers. Wir alle benutzen dieses Gerät vielleicht auf unterschiedliche Weise. Und die Tatsache, dass das Nikotin solch ein starker Suchtstoff ist und so gefährlich ist, kann das natürlich auch wieder Auswirkungen haben, wenn wir das als Menschen unterschiedlich verwenden. Es gibt starke Evidenz, dass die Exposition durchaus unterschiedlich ausfallen kann und dass die Wahrnehmung von E-Zigaretten bei jenen Verbrauchern, die am meisten E-Zigaretten verwenden, kann
in bestimmten Maßen auch mit der Zigarette vergleichbar sein, je nachdem, wie es verwendet wird. Dann haben wir unsere dualen Nutzer. Das kann durchaus also auch gleichwertige Nutzerprofile hervorbringen. Und das war's von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.